Was geht ab, Leute? Ich bin's, Giovanni Misaine, und heute geht es um das Thema, doch noch zum Strandbody oder zur Bikini-Figur zu kommen. Schluss mit den Diätlügen, warum Abnehmen selten gelingt und wie Sie wirklich schlank werden können. Bis gleich! Diäten scheitern häufig und auch Sport macht selten schlank. Die meisten Diätirrtümer setzen sogar Ärzte auf. Die 4 wichtigsten Fehler und wie Abnehmen tatsächlich gelingen kann. Übergewichtige können oft nichts dafür, wenn sie nicht abnehmen können. Nach spätestens 2 Wochen wirken die Diäten nicht mehr und Abnehmen ohne zu hungern gibt es nicht. Es ist eine traurige Tatsache, 90% aller Diätversuche scheitern auf Dauer. Irgendetwas stimmt also nicht mit dem landläufigen Verständnis, Möglichkeiten, Übergewicht nachhaltig abzubauen. Die einfache Gleichung, Kalorien reduzieren plus Bewegung gleich abnehmen, geht also nicht zwangsläufig auf. Ursachen dafür sind biologische Mechanismen im Körper, wenn wir abnehmen oder zunehmen. Doch basieren alle Diäten auf diese Fehler und deshalb funktionieren sie meistens nicht. Die 4 wichtigsten Irrtümer, wenn es ums Abnehmen geht. Irrtum 1, Abnehmen ohne zu hungern. Low Carb, Trendkost, Metabolikbalance und auch viele weitere Diäten basieren darauf, dass man gewisse Nährstoffe nicht mehr zu sich nimmt und wieder andere in der Menge erhöht. Nach ca. 2 Wochen stellt sich der Organismus, der Körper, auf diese Ernährung um und nimmt dann nicht mehr weiter ab. Weil der Körper natürlich eigentlich nicht abnehmen möchte. Er möchte natürlich versuchen, immer wieder Energie zu speichern in Form von Fett, um irgendwann mal darauf zurückzugreifen. Deswegen ist es ein biologischer Ablauf, dass der Körper nach einem gewissen Zeitraum das Abnehmen reduziert oder stoppt in dem Sinne, weil er möchte nicht abnehmen, wenn er eine gewisse Grenze erreicht hat. Er möchte in einem gewissen Bereich immer wieder halten und versucht immer wieder gegenzuarbeiten. Irrtum 2, für jeden gibt es die richtige Diät. Ist das gleiche wie auch vorher. Nach ca. 2 Wochen, egal an welcher Diät ich mich befinde oder welche Diät ich betreibe, nach ca. 2 Wochen stellt der Körper sich auch darauf wieder ein. Ob ich jetzt weniger Kohlenhydrate esse, dafür mehr Fette oder mehr Eiweiß, egal in welcher Art ich esse, in welche Diät ich mache, esse ich weniger oder mehr, der Körper stellt sich irgendwann darauf ein und dann ist im Endeffekt der Prozess zum Abnehmen wieder unterbrochen. Das heißt, man kann nicht dauerhaft immer nur eine Diät ununterbrochen durchgehend betreiben. Funktioniert in der Regel, und es trifft auf alle Diäten eigentlich zu, immer nur 2 Wochen. Es gibt eigentlich fast kaum eine Diät, die ich persönlich kenne, die über Wochen und Monate geht, wo man kontinuierlich abnehmen kann. Gibt es nicht. Weil der Körper ist biologisch und auch von der Evolution so programmiert, dass er sich immer den Gegebenheiten anpassen kann. Irrtum Nummer 3, wer sich bewegt, nimmt ab. Grundsätzlich ist natürlich Bewegung immer gut und auch gesund, belebt den Kreislauf natürlich auch, aber beispielsweise wenn ich eine Stunde Tennis spiele, verbrauche ich in der Regel 650 Kalorien. Ist nicht viel. Das heißt natürlich, wenn ich wirklich durch Sport abnehmen will, sollte ich in der Regel wirklich 2 Stunden trainieren. Egal in welcher Art und Weise. Es kann auch zum Beispiel Fußball sein, dass ich 45 Minuten mich bewege auf einem etwas höheren Niveau. Also es ist nicht unbedingt die niedrigste Klasse zum Beispiel, sondern wirklich auf etwas höheres Niveau. Aber grundsätzlich auch im Fitnessstudio oder auch Outdoor, ist egal was ich mache. Ich sollte gucken, dass ich wirklich 2 Stunden intensiv trainiere. Dann ist es auch möglich, dass ich über Sport und Bewegung auch in der Regel bin, abzunehmen. Beispielsweise ich trainiere in der Regel 1,5 Stunden bis 2 Stunden im Fitnessstudio, aber wirklich intensiv. Ich habe ganz kurze Pausen zwischen den Sätzen, das heißt ich habe 30 Sekunden bis maximal 1 Minute Pause und mache schon den nächsten Satz. Und trainiere auch dann nach meinen Möglichkeiten auch immer sehr schwer. Irrtum Nummer 4, wer dick ist, isst einfach zu viel. Nicht immer sind die übergewichtig und undiszipliniert.
Es gibt tatsächlich die Futterverwerter, die mit einer Tagesration von 1200 Kilo nicht abnehmen können. Und das liegt daran, dass sie nicht abnehmen wollen, sondern es liegt daran an den Genen. Übergewichtige wird oft zu Unrecht Faulheit oder auch sie wollen nicht weniger essen, sie können keine Diäten führen, sie sind undiszipliniert vorgeworfen. Ist aber nicht in der Regel so. Sogar teilweise nicht mal mit effektivem Sport es dazu kommt, dass man abnehmen kann. Diesen Leuten ist es meist nur noch geholfen, durch eine Operation wirklich an Gewicht zu verlieren. Anders nicht. Wer zu dick ist, isst zu viel. Zu dem Punkt würde ich einfach sagen, guckt einfach, ob ihr nur kürzlich Fettpolsterchen bekommen habt oder ob ihr generell schon mollig gewesen seid. Oder ob eure Eltern oder Geschwister schon immer mollig gewesen sind. Wenn das nicht der Fall ist, dann habt ihr auf jeden Fall gute Chancen, eine Diät sehr gut durchzuführen und dann auch abzunehmen. Und wenn wirklich da nichts mehr funktioniert, weder noch reduzierte Kalorien, noch effektiver Sport, dann ist vielleicht eine Operation die einzige Möglichkeit. Aber auch das sollte man erst nach einer langen Zeit mit verschiedenen Versuchen, mit Diäten erst mal ausprobieren, mit ärztlichem Beistand natürlich auch. Und wenn alles nicht funktioniert, dann ist wahrscheinlich das die einzige Lösung. Andernfalls sollte das eine kürzliche, herbeigerufene Phase sein, dass ihr dick geworden seid durch berufliche Situationen, schulische Situationen oder auch andere Sachen, dass ihr einfach aufgehört habt, den Sport zu treiben, ihr wart vorher vielleicht weg vom Sport oder irgendwas, dann sind die Chancen auf jeden Fall da, dass ihr einfach mit der normalen Diät abnehmen könnt. Setzt euch realistische Ziele. Circa 5% in einem ganzen Jahr sind ein realistisch machbares Ziel, was man erreichen kann, auf jeden Fall, ohne Probleme. Man kann natürlich, wenn man sehr, sehr diszipliniert ist, natürlich auch, natürlich auch mehr reduzieren, gar keine Frage. Das hängt auch davon ab, wie man eben ist. Ich habe es mit mehr geschafft, und dementsprechend aber, man sollte, wenn man dann sehr schnell auch enttäuscht ist oder auch niedergeschlagen ist oder auch schwer zu motivieren ist, sollte man nicht zu hohe Ziele setzen, weil dann ist man einfach zu schnell auch wieder enttäuscht und man will sehr schnell die Brocken hin. Einfach realistische Ziele setzen, kurze Steps, und diese auf jeden Fall erreichen. Nächster Punkt, hungert nicht zu lange. Wie gerade schon erwähnt, der Körper baut nach circa 2 Wochen kein Fett mehr ab. Das heißt, es macht dann auch nicht mehr so viel Sinn, wenn man dann 3, 4, 5 Wochen weitermacht, und man merkt auch plötzlich, man bleibt irgendwann stehen. Das ist frustrierend und enttäuschend, und das sollte natürlich nicht der Fall sein. Es sollte natürlich immer wieder sein, dass man in so einer Diät immer Erfolgserlebnisse hat. Und das ist das, was Wichtigste ist immer, wenn man auf der Waage geht und sieht, okay, ich habe reduziert, ich habe abgenommen. Dann ist man sehr ein gutes Gefühl, dass man weiß, man ist auf dem richtigen Weg. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist man natürlich irgendwo, wo man sagt, oh, was ist jetzt passiert? So, ich habe dafür 2 Möglichkeiten oder Tipps, die ich euch geben kann, um das entgegenzuwirken. Punkt 1, was ich oft gefragt werde, bringen Cheat Day was? Braucht man das? Muss man das tun? In diesen Phasen ist genau das der Grund, warum man das macht. Man baut einen Cheat Day ein. Der eine jede Woche, der andere alle 2 Wochen. In der Regel ist es gut, wenn man das machen kann, dass man das alle 2 Wochen macht. Dann ist das Ergebnis beim Abnehmen besser. Hat man Schwierigkeiten damit, im Hinblick auch, man möchte natürlich jede Woche ein bisschen mal was genießen. Dann kann man das in der Anfangsphase natürlich so machen, dass man natürlich vielleicht jede Woche einen macht. So, aber man sollte es nicht übertreiben. Man sollte nicht hingehen und sagen, okay, ich esse jetzt an den Tag jetzt 10.000 Kalorien. Das ist zu viel und man macht sich die Woche kaputt. Man sollte schon ein Cheat Day machen, wo man auch Sachen isst, wie vielleicht eine Pommes mit Hamburger oder sowas und eine Pizza oder andere Dinge oder auch Süßigkeiten, je nachdem. Das kann man alles machen, ist ja auch dafür da, Cheat Day, um dann auch mal wieder was zu genießen. Aber man sollte es nicht übertreiben mit den Kalorienzufuhr. Wenn man natürlich in der Woche 1500 Kalorien isst, und das 6 Tage in der Woche, dann sollte man am 7. Tag erst nicht hingehen und 10.000 Kalorien essen. Ist nicht gut, macht die Woche kaputt. Wenn man aber dann hingeht und sagt, okay, ich esse 3.000 oder auch 5.000 Kalorien, ist es okay. Der Effekt, der dabei entsteht, ist, dass der Körper das Signal bekommt,
Die Hungerphase ist vorbei. Nächster Punkt, hungert nicht zu lange. Der Körper stellt nach 2 Wochen den Fettabbau ein. Das heißt, es bringt nichts, wenn ich jetzt durchgehend 4-5 Wochen ganz wenig esse. Ja? Der Körper wird sich darauf einstellen. Dafür ist er vorgesehen. Das heißt, mein Tipp ist einfach, dass ihr immer entweder jede Woche oder am besten alle 2 Wochen so eine Art Cheat Day einbaut. Ich werde immer gefragt, sind die sinnvoll, braucht man das? Wenn man abnehmen möchte, über einen längeren Zeitraum und man will viel Gewicht verlieren, sind die auf jeden Fall sinnvoll. Ja? Man soll es aber nicht übertreiben. Man sollte jetzt nicht hingehen und 10, 12, 13.000 Kalorien am Tag essen, weil dann macht man sich die Vorwochen kaputt. Ja? Man sollte aber auf jeden Fall eine erhöhte Kalorienzufuhr gewährleisten. Das heißt, wenn ich in der Woche 1.500 Kalorien zu mir nehme, sollte ich mindestens an die 3.000 bis 5.000 Kalorien an so ein Cheat Day essen. Ja? Und was ihr auch isst, ist egal. Kuchen, Schokolade, Pommes, Hamburger oder Pizza, ist egal, was man machen kann. Man kann auch versuchen, clean zu essen. Ist natürlich noch besser, ja, als wenn man dann vielleicht nicht clean Nahrung zu sich nimmt. Ja? Aber auf jeden Fall kriegt der Körper das Signal, wir können jetzt den Stoffwechsel wieder anheben. Und dann sind die nächsten 2 Wochen wieder in der Phase, wo man dann wieder im Fettabnehmmodus ist. So, nächster Punkt, was auch gut ist, man variiert die Diäten. Heißt, man macht jetzt zum Beispiel 2-3 Wochen die eine Diät und dann wechselt man auf eine andere Diät. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch in irgendeiner Weise helfen, im Hinblick auch Diäten, als aber auch Sport. Ja. Macht's gut und like das Video, schreibt Kommentare, wenn ihr was wissen wollt. Alle Fragen, die ihr habt, ja, schreibt sie unten rein. Ja, ich werde sie beantworten auf jeden Fall. Und ich sage einfach jetzt, bis dann, euer Giovanni. Ciao.